Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Heute mit einem Keller-Spezial. Boah, irgendwelche schlimmen Dinge, die man im Keller findet. Ja, ich bin gespannt, ja. Ich hoffe, ihr auch und ich wünsche uns allen viel Spaß. Und auf geht's mit Chilling Scares. Ja, Chilling Scares. Was haben wir denn da? Die 6 schlimmsten, verstörendsten Dinge, die in Kellern entdeckt wurden. Ich bin gespannt. Also legen wir direkt los. This happened in Bowling Green, Kentucky, a town which, at the time, a man named Bruce Wilkerson was the mayor of. He owned a small house in the area that he was in the middle of renovating, but he would still stay there overnight in the weeks the house was being worked on. It was the middle of the night on April 22nd, 2020, when Bruce was woken up to loud noises coming from the house's basement. As he was coming to, he also... Also okay, das ist jetzt der Bürgermeister, der hat ein Haus gekauft, da in Kentucky in irgendeinem Kaff. Und der renoviert das und irgendwann hört er Geräusche aus dem Keller. Oh. also recalled smelling cigarette smoke. Now, the basement was more of a cellar, and then you had to go outside to actually get to it. Bruce went outside and walked up to its entrance. Right away, he noticed blood smeared across the basement door. Not a lot, but enough to raise concern. He opened the door and walked inside. There, he found a backpack filled with women's clothing and other various items. Bruce immediately called the Bowling Green Police Department, a department which he had previously worked for as a police officer. He asked them if there were any reports of a missing woman, but he was told that there were none, so he closed the basement door and went back upstairs. Only moments after he got back inside, the house suddenly lost power. This prompted him to again go back out to the basement. This time he noticed the basement door was open. He once again searched inside, and now found a woman who looked to be in her 20s. She was disheveled and covered in dirt. The woman told Bruce one thing, that she was hiding from someone. Okay, also er hat in seinem Keller dann da blutige Frauenkleidung gefunden und es war Blut an der Tür, aber es wurde irgendwie keine Frau vermisst. Also er hatte halt Beziehung noch zur Polizei. Ist er wieder in seine Bude und der Strom fiel aus, er ist zurück und dann sitzt auf einmal eine Frau und sagt, sie versteckt sich vor jemandem. Bruce offered to call the police, but to that she immediately left the basement and ran away. Nothing had been stolen, so he wasn't interested in her arrest, but he still ended up calling the police. Police searched the surrounding area, however they never found the woman. It's still unknown how long she had been staying there. Her identity is also still unknown, and with no relevant missing person cases, it's likely this won't change anytime soon. Also die Frau ist dann geflohen, als er meinte, er ruft die Polizei und die Polizei hat sie halt aufgegriffen und weiß halt nicht, wer sie ist. Oder hat sie nicht aufgegriffen? Auf jeden Fall weiß keiner, wer diese Frau war. Also wenn die Geschichte wahr ist, ist es schon ein bisschen verstörend, ganz ehrlich, ne? Aber es gibt so viel krankes Zeug da draußen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Geschichte wahr ist. She hasn't been seen ever since. Also sie haben sie nicht gekriegt, sie wurde seitdem nie wieder gesehen, okay. Das schön ist was anderes, ne? Weiß nicht. It's August 2nd, 2010, just past 8 p.m. A security guard in Ontario, Canada was doing his nightly rounds on rural government-owned airport lands. Among the trees, the area was dotted with a few abandoned houses that were commonly targeted by vandals and arsonists. On this night, the security guard noticed a suspicious vehicle parked close to one of the houses. He decided to sit there and wait for the owner to return. 2 hours would pass until he finally gave up and continued doing his rounds. By the time he did Also gut, ein Wachmann bewacht da halt einen Flugplatz, macht da seine Runde, also fährt mit dem Wagen umher, um auch das Gebiet um den Flugplatz zu überwachen. Und da steht halt ein Auto. Kann er sich nicht erklären, wem es gehört, aber okay. So ein paar Stunden später. a full circle and returned to the same spot. The car was gone. Auto war It weg. wasn't much, but the security guard still made a report about it. Fast forward over a year later to November of 2011, and a set of contractors were sent out to the same house to examine it for later demolition. Also ein Jahr später. Das Auto stand an so einem Haus, weil da auch irgendwelche verlassenen Häuser da an dem Flugplatz an der Straße stehen.
Ein Jahr später. Das Haus sollte jetzt also abgerissen werden, okay. However, as they were completing their inspection, they would discover something in the basement. They walked inside and saw chains bolted to the ceiling extending to the ground. Sind das Originalaufnahmen von diesem Keller? Oh, das sieht ja echt schon gruselig aus. Was ist denn das? Was liegt denn da? The whole room was recently painted completely white. There was a construction bench along with tools marked with red paint. There were multiple jugs of water. All the windows had been double paned. The walls and ceiling were insulated with double-layered fiberglass. Vielleicht sind das Wilderer gewesen und haben den Keller als Schlachtraum und Zerlegeraum genutzt. Ist natürlich möglich, ne? Aber dafür sind die Wände zu weiß. Kann man Blut einfach so überstreichen? Weiß ich nicht. Unsettled by the sight, the contractors called the police. Police considered various scenarios. For example, they considered if it could have been a movie set. Ja, oder ein Filmset, stimmt. Ein paar Filmstudenten oder so, keine Ahnung. But of course, they also considered the much darker scenarios, like if someone was planning to abduct another person and lock them inside. This prompted them to look through filed reports, and this would lead them to the report made by the security guard over a year prior. Fortunately, the security guard had written down the car's license plate in the report, which gave police a starting point. Okay, er hat also das Kennzeichen von diesem Wagen. Das hat er, okay. Eventually, this would lead them to a man named Robert Edwin White. After that, not much research was required to put the rest of the case together. Robert's wife had recently ended their marriage, and she would turn to her close friend, Gwen Armstrong, for Sag jetzt nicht, dass der seine Frau da unten zerlegt hat. support. This made Robert grow a deep resentment towards Gwen, as he felt she was responsible. Robert's now ex-wife would end up telling police how Robert ran a renovation business, and that he always marked his tools with red paint, which was consistent with what they found in the basement. Also gut, das Kennzeichen hat also zu einem Typen namens Robert geführt, der sich hat scheiden lassen. Seine Frau hat sich halt von ihm scheiden lassen. Dann haben sie seine Frau befragt und die meinte halt, dass er halt Werkzeug hat, was er halt mit roter Farbe markiert. Und das wurde halt auch in diesem Keller gefunden. Ja. This was enough to get him arrested, and while in custody, he would admit to renovating. Aber warum war das jetzt genug, um ihn einzusperren? Ich meine, das ist halt ein verlassenes Gebäude, ja, und er hat da unten halt den Keller dann für irgendwas benutzt, aber man weiß ja nicht für was. Man kann ihn jetzt nicht einfach einsperren. Man weiß doch gar nicht, was da war. Verstehe ich nicht. In the abandoned house's basement, although he didn't say why he did it, at least not until he was thoroughly questioned in court. Ja gut, auch wenn er jetzt nicht gesagt hat, was da passiert ist, und man kann doch da werden doch irgendwelche, wenn er da jetzt, sagen wir mal, er hat da jetzt Menschen zerlegt. Sagen wir es jetzt einfach mal so, wie wir uns sowieso schon denken. Also er wird doch nicht alle Rückstände da irgendwie beseitigt haben können. Irgendwo wird man noch ein Molekül vom Blut finden können oder irgendwie was. Sodass man eventuell sagen kann, ja, wir haben hier DNA eines Menschen gefunden. Was haben sie da unten gemacht? So, aber wurde anscheinend nicht gemacht. There he admitted that he wanted to abduct Gwen Armstrong, his ex-wife's friend, who again he felt was responsible for his divorce. Also er hat dann doch zugegeben, dass er die Freundin seiner Ex-Frau da unten zerlegt hat. Oh, toll. Robert was charged with breaking and entering with the intent to commit an indictable offense. Das ist verstörend. Also die Freundin seiner Ex-Frau war halt verantwortlich, seiner Meinung nach, für die Scheidung und der sich halt an die gerecht, ne? Ja, wäre das Haus jetzt einfach so abgerissen worden, hätte man das niemals entdeckt. In October of 2015, a set of pictures was posted online to the popular image-sharing website Imager. They were posted by a guy named Jerry, who at the time had just moved out from his parents' house to live in his own house, which he had just purchased. At first, the post looks pretty innocent. The first few pictures show parts of the basement with accompanying text. The text explained how he had just purchased the house only 2 weeks ago. The previous owner had passed away. Okay, da hat jemand also ein Haus gekauft und macht jetzt Fotos vom Keller. Ein paar Wochen später.
And the house was very old, which made it a pretty cheap buy, something Jerry described as perfect for a first-time homeowner. As the post continues, Jerry explains how when he purchased the home, the basement was completely full of junk, like to the point where you couldn't even really go down there. Auch wenn da viel wenn da viel Junk sein soll, aber es sieht ja relativ aufgeräumt aus. Also ich habe schon schlimmere Keller gesehen, ganz ehrlich. When he purchased the house, he started cleaning it out himself. And that's when he noticed a sheet of plywood oddly fit against the wall, something he never noticed before. Lass mich raten. Dahinter ist eine Öffnung. He tried moving it, but it was pinned to the wall by the stairs. He pried at the top of it and could make out another room. He pulled harder at the wood and it finally gave way. Immediately, he saw a safe. Oh. He stepped inside the room and tried to open it, but it was locked. He searched the rest of the... Was hat er denn da drin? Also der Vorbesitzer. Hat der Vorbesitzer vielleicht den Kopf seiner Frau da drin, in so einem schönen Eimachglas? Small room and found multiple gun cases. Oh. They were all stacked on top of one another. Accompanying this were crates upon crates of ammunition, all different kinds too. As he kept... Der war wohl auf alles vorbereitet, würde ich sagen, ne? Ja, Zombie-Apokalypse kann kommen. Looking, he just kept finding more. Also found inside was a hand grenade. Eine Handgranate auch noch. Ja, was man so im Keller hat, ne? Das ist die USA halt, ne? Although it wasn't active, it didn't even have a pin to pull. Okay. As for the safe, it's still unknown what's inside. Jerry never gave an update on if he was even able to get it open. Ja, schade, der hat nie ein Update gegeben, was mit dem Safe jetzt war. Ich hätte jetzt gern gewusst, was da drin ist. Vielleicht hat er es auch mit Absicht nicht gemacht. Vielleicht war da etwas drin, was er niemandem mitteilen möchte. Vielleicht eine Menge Geld. Oder Schmuck. Oder Gold. Oder irgendwas anderes. Möglich, ne? Oder es war halt doch der Kopf seiner Frau. Open or not. Ja. Velma Kellern was a retired 73-year-old living in Yelm, Washington. It was nearing the end of 2012, around the time of year where it was really starting to get cold outside. Velma would routinely use her house's furnace to keep the place warm, but she started noticing how little of an effect it had on the temperature inside. The house would remain cold. Also ihr Haus blieb halt kalt, auch wenn sie geheizt hat. She started putting the furnace to its max setting, but still the house stayed cold. Finally, it got too cold to bear. She called out a repairman to fix the issue. He went down to her basement where the furnace was located, and there he found something strange. The furnace was working fine, but the air duct had been torn so as to redirect the heat to the basement instead of the house upstairs. Okay. The repairman... Also die warme Luft der Heizung wurde also in den Keller geleitet. Also noticed empty beer bottles and other trash scattered around the basement floor. Bierdosen? He fixed the ducts and went up to tell Velma. When she heard about it, she recalled other oddities, like how there would sometimes be the smell of cigarettes around her house at random times. Hat sich da wohl jemand anders eingeschlichen? Oder lebt da unten? Heimlich. Or how she had always noticed her backyard gate was left open after she knew she had closed it the night before. Both of them realized that someone had clearly been living in Velma's basement. Police were called and they further investigated. They believed that someone was getting in the basement through a crawl space which was covered by a slab of stone. Oh. Velma replaced this duct the very next day. No arrests have been made, and nothing has happened since. How long this person was living in Velma's basement is unknown. Das hört man nicht zum ersten Mal, ne? Es gibt ja auch eine berühmte Aufnahme auch aus einer Küche irgendwo in den USA, in irgendeiner Wohnung, wo sich eine Obdachlose oder Drogenabhängige, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall aus dem Lüftungsschacht oben rausquetscht, nachts an den Kühlschrank geht, den Getränken rumnippt, isst und dann wieder in den Luftschacht verschwindet. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht direkt Wohnen in einer anderen Wohnung oder so, aber ist ja ähnlich. Und, das gibt es wohl anscheinend öfter. Und ja, in einem Land, in dem halt es auch sehr viel Armut gibt und auch Obdachlosigkeit und sowas, wundert mich das jetzt nicht, ganz ehrlich. In July of 2017, Joshua Seguin, a man from New York, was pulled over by police while traveling through Georgia.
He didn't have a driver's license, and so he was arrested on the spot. Police searched his truck, and strangely, they found 5 undersized sharks in a large circular tank in the bed of the truck. Owning or even transporting these Haie auf dem Transporter? Was will er denn mit den Haien? animals was illegal in the state without a proper license, something which Joshua didn't have. Ja, das ist ja das, was wir auch bei diesem Bigfoot-Special hatten. Es ist halt so, dass in den USA, in vielen Bundesstaaten jetzt mittlerweile das Halten von exotischen Tieren entweder komplett verboten ist oder man braucht halt so eine Art Lizenz. So. Und wenn man die halt nicht hat, wird man bestraft. Und die Strafen sind auch nicht gerade gering. Was auch der Grund ist, warum viele exotische Wildtiere ausgesetzt worden sind in den letzten 10 Jahren. Und ja, diese Haie, gut, dass sie wohl entdeckt wurden, weil sonst wären die wahrscheinlich auch irgendwann irgendwo in einem amerikanischen Fluss gelandet oder so. Joshua admitted that he was transporting the sharks to New York, where he intended to sell them. This prompted police to request a search warrant of Joshua's house. They were granted it days later. They immediately searched the house, and when they entered the basement, they found a 15-foot above-ground pool. Whoa. Inside were more illegally kept sharks, some of them endangered. There were 10 of them in total, 7 live sandbar sharks, 2 dead leopard sharks, and a dead hammerhead shark. Ich meine, es ist schon irgendwie cool, ne? Da hast du in deinem Keller einen riesigen Pool mit Haien drin. Das ist schon cool. Ne? Und macht aber auch wahrscheinlich viel Arbeit, denke ich mir. Ich meine, die Haie leben ja jetzt auch nicht nur von Luft und Liebe. Ja, aber es ist natürlich super illegal, ne? Ist klar. Und es gibt halt auch Abnehmer dafür, ne? Leute, die sich so ein Ding irgendwie in ihren Teich setzen wollen oder, was weiß ich, irgendwelche anderen Leute, die die Dinge auch gerne essen. Es gibt ja auch viele Länder auf der Welt, in deren Haifleisch auch eine Delikatesse ist, ja. Und vor allem von sehr besonderen Haien. Ja, wenn er die da züchtet, der macht schon seine paar Mark, würde ich sagen, ne? The animals were carefully relocated to a nearby aquarium. Investigators believe that Joshua was likely breeding the sharks to sell to private collectors. He was later charged in court with illegal possession of the sharks with the intent to sell. Und das ist ja auch alles immer durch Zufall dann rausgekommen, ne? Also jetzt hatten wir ja am Anfang auch den Mord da gehabt, wo er da die Freundin seiner Ex-Frau zerlegt hat. Jetzt haben wir da mit den Haien das und so. Wenn da nicht zufällig irgendjemand mal ein Auge drauf geworfen hätte, wäre das nie rausgekommen, ne? Alles nicht. In 2019, police discovered an underground bunker under a remote farmhouse in the Netherlands. Na, Holland. Living inside of it, they found a 58-year-old Die Niederlande, Entschuldigung. man and a family of 6 siblings ranging from 18 to 25 years old when they were discovered. Schönes Gelände, ne? The 6 siblings had been living solely in the bunker for nearly a decade. Oh. This became Oh. Hat er da auch seine Kinder eingesperrt, ja? Das sind ja hier die Fritzel-Vibes. apparent when they were questioned by police and struggled to form full sentences. It was later revealed that none of them had been to school a day in their lives. Ei. They didn't even know any other people existed in the world. Ja, es ist halt krank, ne? Das ist halt richtig krank. Muss man ja sagen. Also ich weiß noch damals, als es in Österreich war, mit dem Fritzl, mit der Familie. Das war ja ein riesen Medienaufkommen da, ne? Es wurde ja fast 2 Wochen täglich berichtet, ja. Erstmal, wie in dem Keller eingedrungen wird, wie es denen geht und was passiert ist und so. Das war eine riesen Story, ne? Und ja, sowas kommt halt auch dann leider öfter vor. Ja. Ich finde, also wenn es etwas Krankes gibt, dann ist das ganz oben an der Spitze. Ganz oben. Ja. Aber den Fall hier aus den Niederlanden, den kenne ich nicht. Hab ich noch nicht von gehört. All 7 of them were allegedly staying in the bunker to hide and wait for the end of the world to come. It wasn't until the oldest of the 6 siblings broke out of the bunker and ran to a nearby pub that anyone... Gut, er hat jetzt halt eine andere Intention, ja. Der Fritzl in Österreich, die Intention zu verstehen ist ziemlich schwierig, kann ich jetzt auch gar nicht so sagen, was er eigentlich wollte, genau. Aber hier dachte halt das Oberhaupt der Familie, er schützt seine Familie vor der Apokalypse, vor dem 3. Weltkrieg und hat die dann da unten jahrelang eingesperrt. Ja, ne, wenn dann psychische Krankheiten auf die Realität treffen, ne, ist halt schwierig. ...was made aware. This was the first time the man had seen sunlight in nearly a decade.
The man took up a conversation with the pub's owner, who after hearing his story called the police and alerted them of the situation. That's when the police raided the underground bunker and freed the rest of the siblings, who all wished to change how they lived. The police put the 58-year-old man in custody, and that's when they discovered that he wasn't the siblings' father as they had originally assumed. The man didn't even own the farmhouse they had been hiding in. Also der Mann, den sie festgenommen haben, das ist noch nicht mal der Vater, sondern der hat nur diesen Hof gekauft. The windows had been boarded up, and it appeared they had been living self-sufficiently with their own vegetable garden and animals. Das gibt's ja nicht. Was ist denn da mit dem Vater passiert? Habe ich das jetzt verpasst? The 58-year-old man was arrested and later questioned further by police, but he never gave them his identity. As for the siblings, they were all brought to a safer place. Ja. The community was left in nothing but shock after the whole discovery. Ja, also das letzte fand ich jetzt eigentlich mit am verstörendsten, ne? Weil das ist ja noch niemals der Vater war. Was ist denn? Verstehe ich nicht. Habt ihr das rausgehört? Schreibt das mal unten in den Kommentaren, wenn ihr wisst, was mit dem passiert ist. Ganz seltsam. Ja. Mir hat's gefallen. Ja, es waren schon ziemlich verrückte Geschichten da, ne? Von Chilling Scares, muss ich ja sagen. Also ich schaue mir lieber Clips an, in denen irgendwas passiert, aber ich fand die Geschichten jetzt ganz spannend, ja. Muss ich sagen. Also die letzte, wie gesagt, die fand ich am verstörendsten. Und halt die Tatsache, dass so viele Dinge dann ja auch zufällig entdeckt werden, ne? So wie das mit den Haien und das mit dem Mord und so. Wer weiß, was sich noch so alles in anderen Kellern abspielt und wir haben keine Ahnung davon. Grausam, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu Chilling Scares. Dort könnt ihr ein Abo hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. In der Beschreibung ist auch das Video verlinkt, was wir uns gerade angesehen haben, die Compilation, die Story-Compi, so wie ich es gerne nenne. Und da könnt ihr dann einen Daumen hoch da lassen. Und natürlich würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen auf meiner Seite. Und aktiviert die Glocke und schreibt mir einen lieben Kommentar. Und wenn ihr halt wisst, was mit dem Vater da passiert ist, ohne dass ich jetzt hier weiter bei Google recherchieren muss, schreibt einfach in die Kommentare. Ja, also, ich danke euch. Ich empfehle mich. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Adios.